Nach langer Zeit habe ich mich nun endlich entschlossen, einen Antennenrotor zu kaufen und genau diesen packen wir heute aus. Viel Spaß! Nur ein paar Tage nachdem ich mir den Rotor bei RFM Design aus Niederlanden bestellt und bezahlt habe, wurde dieser von DPD gut verpackt in einem großen Karton geliefert. Wie ihr an der Aufschrift erkennen könnt, hatte der Zusteller mit 24 Kilogramm einiges zu schleppen. An dieser Stelle schon mal sorry dafür. Nach dem Öffnen des Kartons sieht man erstmal einen Berg von Verpackungsmaterial sowie die von mir mitbestellte Masthalterung, mit welcher der Rotor zentral auf dem Mast sitzen wird. Diese besteht aus einigen Millimeter dickem Stahlblech und macht wirklich einen sehr robusten Eindruck. Fixiert wird sie mit 8 Schrauben, welche den Mast zwischen den beiden Stahlhalterungen dann einklemmen, was mehr als gut halten sollte. Unter der nächsten Styroporschicht befindet sich ein weiterer Karton, der noch eine besondere Rolle spielen wird. Zu diesem kommen wir aber später. Darunter befindet sich neben der Kurzanleitung und einigen Schrauben auch der eigentliche Rotor. Dieser ist wieder gut mit Styropor ummantelt, was zwar gut für den Transport ist, aber es auch schwieriger macht, das schwere Gerät aus dem Karton zu bekommen. Nach dem Entfernen der blauen Folie kommt nun endlich der SPX02 HR Rotor des Herstellers SPED zum Vorschein. Dieser ist auf den ersten Blick auch sehr robust gebaut und sollte auf jeden Fall viele Jahre durchhalten. Angetrieben wird er von zwei 24 Volt DC Motoren, welche jeweils mit 2 Formgetrieben untersetzt sind. Daraus ergibt sich eine Auflösung von ungefähr 0,2 Grad, wodurch der Rotor mehr als genau genug für zum Beispiel den Empfang von HPT-Signalen ist. Auch ein paar Stecker liegen dem Rotor bei, um diesen später anzuschließen. Nun kommen wir aber zu dem weißen Karton von vorhin. Dieser enthält nämlich ein wenig Zubehör, sowie auch den Controller, um den Rotor zu betreiben. Wer mit diesen Rotoren vertraut ist, wird bereits jetzt gemerkt haben, dass der Controller nicht der richtige für den SPX HR ist, sondern der für die normale Version. Dieses Problem ist mir erstmal versucht, das Ganze zu verbinden, aufgefallen, worauf ich direkt den Verkäufer per E-Mail kontaktiert habe. Es hat sich herausgestellt, dass der Fehler wohl beim Hersteller SPED lag, da der Karton die richtige Beschriftung hatte. Dank des schnellen Supports durch RFM Design wurde allerdings innerhalb kurzer Zeit der richtige MD01 Controller auf den Weg zu mir gebracht. Als ich die Sendung dann erhielt, musste ich aber leider feststellen, dass ich nicht den 19 Zoll Controller, sondern ein Netzteilkit erhalten hatte. Diesmal lag der Fehler wohl an RFM Design, allerdings wurde noch am selben Tag der richtige Controller versendet, welcher am Folgetag bei mir bereits ankam. Die beiden anderen Geräte wurden von mir wieder entsprechend in die Niederlande zurückgesendet, womit das Ganze geklärt war. Auch wenn das Ganze ein wenig unglücklich gelaufen ist, war der Support durch RFM Design wirklich gut und vor allem sehr schnell. Ich freue mich auf jeden Fall schon, den Rotor aufzubauen, anzuschließen und für den HPT-Empfang zu nutzen. Natürlich wird es in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Videos über den Rotor und den Aufbau der Antennen etc. geben. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.